Mit der deutschen Börse selbst ins Gericht. Der Gewinnsprung war ordentlich, aber nicht so hoch wie angekündigt. Und dann meldete das Unternehmen auch noch einen recht flauen Ausblick für das kommende Jahr. Ja, bitte. Hast du einen Moment? Falls du gekommen bist, um mir weitere Ausreden zu präsentieren. Nein, ich habe verstanden, dass ich dein Vertrauen verspielt habe. Ja, bitte. Herr Graf, bitte entschuldigen Sie die Störung. Nein, Frau Kepler, jetzt nicht. Ganz wie Sie wünschen. Darf ich? Aber fass dich bitte kurz. In Ordnung. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du Carla die Leitung der Holding überträgst. Wie du weißt, habe ich das auch vor. Dann möchte ich, dass du weißt, dass ich sie nach Kräften bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen werde. Vorausgesetzt natürlich, du gibst mir weiterhin die Möglichkeit, in der Holding zu arbeiten. Darüber mache ich mir erst nach der Hochzeit Gedanken. Wenn das alles war, dann entschuldige mich jetzt bitte. Natürlich. Ach, das habe ich dir noch nicht zurückgezahlt. Warum hast du denn nichts Ach so, hast du. Du, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mein Trauzeuge werden willst. Ja, gut, dann eben nicht. Du mich auch. Oh, ist das schwer. Das ist meins. Au! Oh, entschuldige, aber ich erwarte einen dringenden Anruf vom Dekan. Pass doch auf. Schneider? Hallo Lars. Du, ich hoffe, ich störe nicht. Du hättest dir keinen besseren Moment aussuchen können. Schön. Wie geht's dir denn? Geht so. Du, hör mal, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Ja, das geht mir genauso, so einen Tag vor der Hochzeit. Ja, das glaube ich. Du, was würdest du denn sagen, wenn ich dich fragen würde, ob du mein Trauzeuge werden willst? Dann würde ich sagen, du kannst nicht wirklich mich meinen. Ach, wenn du auf unsere kleinen Differenzen anspielst, ich meine, sowas kommt doch unter Freunden mal vor. Naja, wenn du das so siehst. Aber trotzdem, Trauzeuge bei einer Scheinhochzeit ist... Nein, das... Ach, Coucher, du hast doch was... Gut bei mir. Wenn du willst, dann besorge ich dir einen Job in der Lahnstein Holding. Ja, und so erreichst du bei mir ganz bestimmt was. Ach, ja, hätte ja sein können. Es ist nur so, Carla wünscht sich so sehr, dass du es bist. Auch wegen Hannah. Also schön, ich mach's. Dank dir. Bist ein echter Freund. Ja, bitte. Hallo. Du, ich habe endlich einen Trauzeugen gefunden, der dir gefallen wird. Interessiert dich denn gar nicht, wer es ist? Doch, sicher. Ah ja, verstehe. Darf ich mal sehen? Es ist noch nicht fertig. Macht doch nichts. Alle Achtung. Du hast Hannah wirklich gut getroffen. Du, das morgen, das wird nicht leicht für dich. Meinst du, du stehst das durch? Ich schaff das schon. Keine Sorge. Vater wollte noch mal mit mir sprechen. Am besten ich gehe gleich zu ihm. Tja, schade. Da kann man nichts machen. Okay. Bis dann. Carla, die von Deinburg-Talbachs haben gerade abgesagt. Oh, das ist schade. Guten Abend. Darf ich Ihnen Viktor Cornelsen vorstellen? Viktor wurde uns von Benedikt wärmstens als sein Nachfolger empfohlen. Oh, eine bessere Referenz für einen Butler gibt's gar nicht. Na dann, herzlich willkommen auf Königsbrunn. Es ist mir eine besondere Freude, gleich zu Beginn Ihrer Hochzeit tatkräftig unterstützen zu dürfen. Vor meiner Hochzeit war ich genauso aufgeregt. Ja, da kommt man wohl nicht drum rum. Mach dir keine Sorgen. Ich werde gleich noch mal mit Frau Kepler und Viktor den gesamten Ablauf durchgehen. Danke. Du bist mir wirklich eine große Hilfe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist.
Ich habe mich eben selbst davon überzeugt, dass alles bestens vorbereitet ist. Meine berufliche Erfahrung hat mich gelehrt, besser alles noch einmal zu überprüfen. Wollen wir dann? Ja, bitte. Karl! Schön, dass du bei all den Vorbereitungen noch Zeit für mich hast. Setz dich. Was kann ich für dich tun? Es geht um einen wichtigen Entschluss. Ich würde mir wünschen, dass du meine Nachfolgerin in der Holding wirst. Ansgar hat mir alles erzählt. Glaubst du nicht, du solltest ihm noch eine Chance geben? Ich trage mich schon längere Zeit mit dem Gedanken, dass du die geeignetere für diese Position bist. Ja, wieso denn schon wieder neue Schuhe? Dad, ich muss in deiner Hochzeit schon das gleiche Kleid tragen mit diesem Bauerntrampel. Du hast doch einen ganzen Schrank voll, da wird wohl was Passendes dabei sein. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich dachte eigentlich immer, Liebe macht großzügig. Ihre Tochter möchte doch nur, dass an dem schönsten Tag im Leben ihres Vaters alles perfekt ist. Genau. Und wenn du mich schon nicht bei der Suche nach einem Trauzeugen helfen lässt? Das wird doch nicht nötig sein. Lars freut sich sehr, diese Aufgabe zu übernehmen. Lars Schneider? Ja, genau der. Du machst Witze. Es gab mal eine Zeit, da konntest du nicht genug von ihm kriegen. Dann hast du wohl vergessen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ach, dass du ihm eine Vergewaltigung anhängen wolltest, das hat er doch schon längst verziehen. Das ist mega peinlich. Sag mal, komm. Du wolltest dir doch ein paar Schuhe kaufen. Hm? Lars Schneider? Du hättest echt besser David nehmen sollen. Ach, weißt du was? Dann eben nicht. Das wird teuer. Ehrlich gesagt, ich halte es für keine so gute Idee, dich als meine Begleitung mit zur Hochzeit zu nehmen. Du weißt ja, wie mein Vater über dich denkt. Und das, obwohl ich seine Frau so selbstlos vor den Flammen gerettet habe. Oh, verzeiht mir, ich vergaß. Wie selbstlos. Du solltest mir den kleinen Gefallen nicht ausschlagen. Immerhin kann ich dir bei deinen zukünftigen Spielchen sehr nützlich sein. Ansgar hat schon immer unter starkem Druck gestanden. Du warst viel strenger zu ihm als zu Leonhard und zu mir. Es ist schon eine Ironie, dass gerade du dich für ihn einsetzt. Wusstest du eigentlich, dass er dein Auktionshaus... Ja, das weiß ich alles längst. Glaub mir, er hat seinen Fehler schon längst eingesehen. Na schön. Meinetwegen. Ohne dich würde ich mich da ohnehin nur langweilen. Aber ich warne dich. Solltest du vorhaben, diese Veranstaltung für deine kleinen Intrigen zu nutzen, dann... Nein, nein. Ich weiß ganz genau, wie sich die Begleitung eines Trauzeugen zu verhalten hat. Außerdem, ich finde Hochzeiten unglaublich rührend. Na, wie schön. Ich habe dir was mitgebracht, was du sicherlich noch viel rührender finden wirst. Vater, auch wenn Ansgar manchmal etwas eigen ist, im Grunde seines Herzens ist er doch kein schlechter Mensch. Bitte, sei nicht so hart zu ihm. Carla, du weißt, wie wichtig mir Ehrlichkeit und Loyalität vor allem in der Familie sind. Bitte, verzeih ihm, um meinetwillen. Alles erinnert mich so an Hannah. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Wow. Tja. Diese Aufnahme wird meiner Schwester wohl das Genick brechen. Vater, bitte sei doch nicht so stur. Ich bin nur konsequent. Ansgar hat seinen Fehler längst eingesehen. Das ändert nichts an meiner Entscheidung, Carla. Ist dir eigentlich klar, worauf sich dein Bruder da eingelassen hat? Geldwäsche ist ein Straftatbestand. Welche Konsequenzen das für den Ruf unserer Holding hat, brauche ich dir nicht weiter zu erläutern. Das weiß ich doch. Aber Ansgar ist da halt irgendwie reingerutscht. Ansgar hatte als Chef der Lahnsteinbank die Chance, sich als mein Nachfolger zu profilieren.
Aber er hat versagt. Als Manager und als Mensch. Weißt du, dass du mich gerade unglaublich an eure Mutter erinnerst? Francesca konnte es auch nicht ertragen, wenn in der Familie gestritten wurde. Und sie hat nicht eher Ruhe gegeben, bis wieder alle versöhnt an einem Tisch saßen. Könntest du es dir dann nicht vielleicht doch noch mal überlegen? Carla, du weißt, was mir am wichtigsten ist. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen. Ansgar hat mein Vertrauen missbraucht und das ist unverzeihlich. Ich hoffe, das Fest wird morgen ein voller Erfolg für dich. Das wird es. Verlass dich drauf. Gräfin Lahnstein, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gespannt ich auf Ihr Hochzeitskleid bin. Ja, das dürfen Sie auch sein. Unser Schneider hat sich diesmal selbst übertroffen. Ich bin sicher, Ihre Hochzeit wird ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, mit Vater ist nicht zu reden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Danke, dass du dich trotzdem für mich eingesetzt hast. Tja, viel gebracht hat sie leider nicht. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich als Nachfolger nicht in Frage komme. Ehrlich gesagt kann ich dir auch keine großen Hoffnungen machen, dass er sich wieder beruhigt. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie sehr dir die Holding am Herzen liegt. Aber wie konntest du dich nur auf so einen Deal einlassen? Weil ich den Bau des Kongresszentrums unbedingt durchziehen wollte. Ich weiß es nicht. Ich habe mir wohl was vorgemacht. Ja. Manchmal lässt man sich wirklich auf komische Sachen ein. Du meinst, wie du auf deine Hochzeit? Wenn ich Bernd jetzt heirate, dann wird meine Lebenslüge höchst offiziell. Ich habe verstanden, dass es im Moment die richtige Entscheidung ist. Aber ich bin wirklich so froh, wenn der Tag morgen vorbei ist. Carla, ich möchte, dass du eins weißt. Egal was ist, ich bin für dich da. Danke. Auch einen? Danke. Ich kann ja nicht jeden Abend trinken. Ehrlich gesagt, ich fürchte, meine Schwester macht heute Nacht kein Auge zu. Beinbach lebenslänglich, das ist die Höchststrafe. Da könnte ich auch nicht schlafen. Das meine ich gar nicht. Sie macht sich Vorwürfe, weil mein Vater mir nicht verzeiht. Deine Eltern haben bei Carlas Erziehung wirklich alles falsch gemacht. Carla bekommt das Lahnstein-Imperium auf einem Silbertablett serviert. Und was macht sie? Sie lehnt ab zu deinen Gunsten. Entschuldige mal bitte, wie kann man so selbstlos sein? Das ist gestört. Ehrlich gesagt, ich finde es rührend. Immerhin sichert mir mein naives Schwesterchen auf die Art mein Comeback. Sie ahnt gar nicht, was für eine Überraschung du vorbereitet hast, oder? An ihre Hochzeit wird sich meine Schwester noch lange erinnern. Schön, wenn auch mal andere unvergessliche Tage haben. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Was? Keine Kritik? Nicht ganz. Ich vermisse das Schlusszitat. Aha. Was hältst du von? Nicht durch Worte, sondern durch Handlungen zeigt sich die wahre Treue und die wahre Liebe. Ja, sehr passend. Hast du eigentlich was von Konstantin gehört? Leider nur das Übliche. Carlotta hat ihm verboten zu kommen. Hat sie sich diesmal wenigstens eine neue Begründung einfallen lassen? Nein. Für Carlotta beginnt gleich hinter den Alpen Grönland. Und das kann man dem Kleinen natürlich nicht zumuten. Der Kleine, der ist 16. Leonard, Italienerinnen können sehr nachtragend sein. Ja, vielleicht kommt er zu deiner Hochzeit. Na, ich will hoffen, er kommt früher. Wieso? Na, bis ich heirate, muss ich ja wohl erst mal die richtige Frau gefunden haben. Ach, Leonard.
Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Du, ich habe ein Zitat für die Hochzeitsrede gefunden. Entschuldigung, aber ich muss sofort los. Ich will noch das Herz in die Kirche bringen. Das ist so schön. Komm doch mit. Oh, ich glaube, Carla braucht mich jetzt. Ach so, kein Problem. Sag mal, kannst du Cecile nicht begleiten? Klar. Ja, ich gehe mich dann mal umziehen. Bis später. Tschüss. Bis später.